Meine Mami trinkt schon seit langem viel zu viel Alkohol, aber sie kann irgendwie einfach nicht einsehen, dass sie schwer abhängig ist. Meine Eltern sind getrennt und meine Mami wohnt alleine mit mir und 2 kleinen Brüdern. Weil es ihr oft schlecht geht, habe ich immer mehr im Haushalt übernommen, bis ich am Schluss eigentlich fast alles alleine gemacht habe. Zum Beispiel, ich habe meinen Brüdern bei der Aufzüge geholfen. Ich habe ihnen zum Morgen und zur Nacht gekocht. Und ich habe sie einmal ins Bett gebracht. Neben dem habe ich dann auch noch für meine Mutter geschaut. Zum Beispiel, ich habe ihr zugelassen, wenn sie darüber erzählt hat, wie ungerecht das Leben doch ist. Oder wenn sie über ihre Probleme geredet hat. Ich habe probiert, immer alles perfekt zu machen. Und darum habe ich auch in der Schule mir einen extra Druck gemacht. Ich wollte mir irgendwie beweisen, dass ich alles unter Kontrolle habe. Obwohl ich es wirklich nicht einfach hatte. Irgendwann konnte ich dann auch nicht mehr gut einschlafen, weil meine Gedanken sich einfach nur noch darum gedrüllt haben, was ich alles noch machen sollte. Ich habe auch aufgehört, mit Kolleginnen rauszugehen, weil ich einfach schlicht keine Zeit mehr hatte. Ich hatte einmal auch ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich mal Zeit für mich genommen habe, wenn ich etwas gemacht habe, was mir Spass macht oder was mir gut geht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich könnte es eh nicht geniessen, weil ich genau weiss, wie es meiner Mami daheim gerade geht. Und vor allem, dass sie noch viel mehr trinkt, wenn sie alleine ist. Irgendwann war ich total ausgelaugt und ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren in der Schule. Manchmal bin ich sogar fast eingeschlafen. Ich hatte wie kein eigenes Leben mehr, weil es hat sich alles nur noch um meine Mom und ihre Probleme gedreht. Ich musste checken, dass ich auch ein Recht auf Freizeit habe. Ich habe auch ein Recht auf Zeit, wo es mir gut geht und wo es einmal nur um mich geht. Zum Beispiel einfach mal aufs Bett liegen und Musik hören, mit Kollegen rausgehen oder Sport machen. Das Rennen war dann auch etwas, das ich mega für mich entdeckt habe. Dort habe ich meinen Kopf so ein bisschen wieder frei bekommen. Ich konnte Zeit mit mir alleine draussen in der Natur verbringen. Ich habe gemerkt, wie es mir plötzlich viel besser gegangen ist. Ich bin dort in eine mega positive Spirale hineingekommen und ich hatte auch plötzlich wieder Zeit gehabt, um etwas mit Kollegen zu unternehmen. Das hat mir dann auch geholfen, aus dem negativen Kreislauf wieder rauszukommen. Falls du in einer ähnlichen Situation bist, dann ist es okay, wenn du daheim hilfst. Und es ist auch okay, wenn du mal ein bisschen mehr machst. Aber wenn du merkst, dass es dich belastet, zum Beispiel, du kannst nicht mehr so gut einschlafen, fängst an, deine Hobbys aufzugeben oder merkst, dass du keine Energie mehr für die Lehre und für die Schule hast, dann ist das ein Zeichen und du weißt, dass es zu viel ist. Ich kann zum Beispiel checken, dass ich, egal wie fest dass ich mich angestrengt habe, ich kann nicht beeinflussen, wie es meiner Mami geht. Und ich hatte auch total keine Schuld daran, wenn es ihr mal schlecht gegangen ist. Ich musste lernen, auch mal Nein zu sagen, und zwar auch zu ihr. Und dann hat sie plötzlich auch Hilfe von außen angenommen, sodass nicht mehr alles an mir hängt. Seit ich wieder mehr Zeit für mich habe, geht es mir nämlich viel besser. Weil es ist mega cool, tolle Sachen mit Freunden zu unternehmen. Es tut auch gut. Und ich habe mein Ding jetzt zum Beispiel im Sport gefunden, aber ich meine, es gibt 1000 coole Sachen. Find du einfach das, was dir Freude macht, was dir Energie schenkt und dir gut tut. Und vor allem hab auch keine Angst, einmal Hilfe anzunehmen, wenn du merkst, dass es dir zu viel wird.